Ja, das Ruder ist jetzt draußen, 2 Tage getrocknet. Jetzt habe ich es mal ein bisschen angeschliffen an ein paar Stellen, die Muscheln runtergeholt. Und jetzt mache ich mal die erste Probebohrung, um zu gucken, wie es da drin aussieht. Also wir haben da zwar Wasser, aber der Schaum ist nach wie vor fest. Wir machen jetzt ein paar Löcher, um das durchtrocknen zu lassen. Machen das dann zu. Also ich sehe da jetzt nicht den Riesensanierungsbedarf. Auch trocken. Lange halten die Scheiben ja nicht. Nachdem das Ruder jetzt abgeschliffen ist und ausgetrocknet, die Löcher wieder zu sind, habe ich mich entschlossen, da nochmal auf beiden Seiten 2 Lagen, 3 Lagen, vielleicht 4, mal gucken, Lagen Gelcoat drüber zu machen, um das, was ich jetzt beim Schleifen runter gemacht habe, wieder zurückzukriegen oder eben halt aufzubauen. Und anschließend, wenn das ausgetrocknet ist, wird es nochmal glatt geschliffen. Dann kann Primer und Anti-Fouling endlich drauf. Ich denke mal, das Ganze dauert jetzt vielleicht noch so 2, 3 Tage, dann bis die einzelnen Schichten ausgehärtet sind, ausgetrocknet sind. Und ja, jetzt nehme ich erstmal hier ein bisschen Gelcoat, dann habe ich hier noch den Härter, ein bisschen Paraffin. Wenn das dann zusammengemischt ist, kommt das dann aufs Ruder. Fehlen noch die Flocken, wo sind denn die? Da sind sie. Ich rühre das so ein bisschen mit diesen Fiberglasflocken an, damit das etwas dicker wird, damit es nicht sofort verläuft, wenn das aufs Ruder kommt, sondern ein bisschen besser hält, also ein bisschen dicker halt ist. Und da ist jetzt ungefähr ein halber Liter von dem Gelcoat drin. Da kommt dann gleich Katalysator und Paraffin rein. Aber erstmal möchte ich
Die Flocken verrühren. Für was genau ist das Paraffin? Also ich glaube, das glättet das alles so ein bisschen und sorgt dafür, dass es besser verläuft. Aber wenn ich ehrlich bin, so ganz genau weiß ich es nicht. Aber ich bin sicher, irgendeiner der Zuschauer wird es wissen und in die Kommentare schreiben.